Wie blicken die Deutschen auf die Migrationskrise und die von CDU-Chef Merz geforderten Zurückweisungen an den Grenzen? Marian Grunden hat die Umfrage der Woche mit der Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstituts Civey ausgewertet. Und bei mir im Studio ist Janina Mütze vom Meinungsforschungsinstitut Civey. Schön, dass du hier bist. Hallo. Ihr habt euch das noch mal ganz genau angeschaut. Wie bewerten die Bundesbürger die Forderungen der Union beim Thema Migration? Ja, wir haben ein paar Fragen zu dem Thema mitbekommen und ich kann gleich vorweg sagen, das Bild, was wir sehen werden, das ist relativ eindeutig. Wir fangen mal hier mit der ersten Frage an. Da haben wir die Menschen bevölkerungsrepräsentativ diese Woche befragt, wie sie es bewerten, wenn Asylsuchende, die sich über sichere Drittstaaten angereist sind und kein Visum besitzen, wenn die an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Wie würde man diese Position bewerten? Da sehen wir ein sehr eindeutiges Bild. Wir sehen nämlich, dass 88% der Deutschen diese Position als richtig bewerten. Gerade einmal 5% sehen sich hier als unentschieden oder 7% nur sagen, das ist eine falsche, also sie würden das als falsch bewerten. Also das Bild ist sehr eindeutig. Es gibt natürlich Unterschiede, wenn ich eher aus einem links-grünen Milieu komme oder Anhänger einer dieser Parteien bin, dann sehe ich das vielleicht ein bisschen anders. Aber insgesamt ist das Bild über die Gesellschaft so eindeutig, dass man sagen kann, hier gibt es eine recht klare Meinung. Und welche Maßnahmen halten die Bürger für geeignet? Ja, wir haben uns da mal insbesondere die 3 Maßnahmen angeschaut, die jetzt auch auf dem Gipfel diskutiert werden. Und wir gucken einmal, welche die im Zuge des Migrationsgipfels diskutierten Maßnahmen würden Sie für geeignet halten, um illegale Migration zu begrenzen. Da sieht man schon 3 Balken, alle ungefähr gleich lang. Das ist hier mit 79% Leistungskürzung für Ausreisepflichtige, wieder 79% Zurückweisung an den deutschen Außengrenzen und 78% quasi auf gleicher Höhe das Thema Abschiebungen. Nur 6% sagen keine der genannten Optionen oder sagen, sie wissen es nicht so genau. Also auch hier muss man sagen, es gibt ein recht klares Bild, dass diese Vorschläge, diese Forderungen als prinzipiell richtig wahrgenommen werden, um illegale Migration zu begrenzen. Und ich wage mal die These, hätten wir hier noch 2, 3 andere Optionen mit hinzugenommen, dann wäre das Bild ähnlich ausgefallen. Also auch wenn die Menschen nicht bis ins letzte Detail verstehen, was gerade rechtlich möglich ist, sie wünschen sich hier klare Regeln. Jetzt fordert Merz ja einen Aufnahmestopp an den deutschen Grenzen. Wie wird diese Forderung denn wahrgenommen? Wie wird die bewertet? Ja, ich habe schon gesagt, auch beim Thema Migration ist die Stimmung momentan so, wie sie ist. Wir sehen recht eindeutige Bilder aus der Gesellschaft. Wenn wir jetzt ganz konkret fragen, wie man diese Forderung, keine weiteren Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan aufzunehmen, wie man diese Forderung bewertet, dann sehen wir auch hier 76%, also mehr als 3 von 4, würden das als richtig bewerten. Nur 5% sind unentschieden und 19%, also knapp jeder 5., sagt, das ist falsch. Das mag auch damit zusammenhängen, dass dieser Vorschlag jetzt explizit als Vorschlag von Friedrich Merz abgefragt wurde. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, das Bild ist hier recht eindeutig. Jetzt war das ja ein Vorschlag, der aus der Union kam. Aber welchen Parteien messen die Bürger denn da die meiste Kompetenz zu? Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns ja auch schon im Zuge der Landtagswahlen vergangenen Sonntag und sicherlich auch zur Landtagswahl in Brandenburg wieder anschauen werden. Das Thema Migration ist einfach eins der Themen, das die Menschen aktuell bewegt. Und Sie sehen da eine recht deutliche Kompetenzverteilung. Wir sehen es hier schon in den ersten 2 Balken. Das ist an erster Stelle die AfD, bei der 36% der Deutschen sagen, sie hat hier die höchste Kompetenz. Relativ dicht gefolgt von der CDU, CSU mit 28%. Auch wenn der Auftritt sich in den letzten Tagen verändert hat, aller politischen Parteien, sieht man eben doch, dass die AfD hier noch an erster Stelle ist. Und gerade einmal 7% fallen auf SPD und Grüne, 5% nur auf das BSW, dem eigentlich hier auch Kompetenz zugesprochen wird, auf den Kernkompetenzfragen der Partei. 2% Linke und auch die FDP hier vernachlässigbar. Also ich würde sagen, mit AfD an erster Stelle und dicht gefolgt von der Union haben wir hier ein recht klares Bild. Janina, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne.